Ich finde, Musik hat wirklich nur was mit Emotionen zu tun, also pure Emotionen. Und man kann das wirklich entscheiden, auch wenn man seine eigenen Songs schreibt. Mein Name ist Marko Dimitrijevic, ich bin 16 Jahre alt, lebe in Wien. Ich liebe es zu schauspielern, zu singen, zu tanzen. Willkommen in meinem Home-Studio. Hier nehme ich meistens meine Beats auf oder meine Arrangements, falls ich irgendwas alleine aufnehmen will. Und ja, es läuft ziemlich gut. Ich habe mir das selber beigebracht. Ich mache das schon 2 Jahre, glaube ich. Und hier haben wir mein Klavier, beziehungsweise meine beiden Klaviere. Hier ist das eigentliche Musikstudio, also hier werden Sachen erschaffen, hier werden Meisterwerke erschaffen. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erster Auftritt, ich habe in einem kleinen Chor gesungen, das war nichts Spezielles als kleines Kind. Und ich habe mich da hingestellt und habe das erste Mal einen Applaus bekommen. Und es gibt auch Fotos dazu, wo ich meine Mutter so anschaue und sage, Mama, das ist meine Zukunft, sowas will ich machen, weil ich diesen Applaus so fantastisch fand, dass ich einfach gesagt habe, das ist ab heute mein Leben. One of these days and it won't be long. You're gonna look for me and I'll be gone. That's why I believe. Es war wirklich so, dass ich mich hingesetzt habe mit meiner Mutter und gesagt habe, Mama, ich will wirklich anfangen, jetzt mit Musik so professionell was zu machen. Und meine Mutter hat gesagt, mein Sohn, du kannst nicht mit 11 professionell Musik machen. Ich meine, wir können es versuchen, aber es wird viel zu schwer. Und dann haben wir die Sängerknaben gefunden und wir dachten uns, boah, sagt, du gehst da jetzt rein, du machst das, wir probieren's. Und es war wirklich so, dass ich innerhalb von 3 Tagen von meinem Kapellmeister aufgenommen wurde. Also es war wirklich, als wurde ich von einer großen Familie adoptiert. Also die Sängerknabenzeit war, glaube ich, die schönste Zeit, also wird auch die schönste Zeit meines Lebens sein. Bis zu 14 Jahren habe ich die ganze Welt gesehen. Also ich habe Sachen gesehen, die Menschen bis zu ihren 40ern, 50ern, nicht mal die Hälfte werden sie sehen. Shanghai haben wir auch ganz oben auf dem Tower gesungen. Das war auch ein wirklich wundervolles Erlebnis. Also diese Aussicht und dass ich plus noch dazu singen durfte, war für mich auch faszinierend. Aber das Highlight bei den Sängerknaben war, dass die Sängerknaben einen meiner Songs ausgewählt haben und auf ihren Konzerten performt haben. Also das erste Mal in 522 Jahren der Sängerknabengeschichte, dass die Sängerknaben ein Lied von ihrem eigenen Knaben gesungen haben. I'll Show You the World ist wirklich speziell gewesen, weil der Text komplett anders war. Also ich habe wirklich geredet, ich zeige euch eine Welt, also I'll show you a world, a place you never have been to. I'll show you the world, a place like in a dream. Wirklich also so eine Zauberwelt, ohne Krieg, ohne Rassismus, ohne alles. Servus. Servus, hallo. So, also wir sind jetzt hier im Tonstudio und hier lasse ich immer meiner Kreativität freien Lauf und versuche auch immer ein Meisterwerk zu erschaffen oder einen guten Song und spiele immer mit der Musik herum und mit allen möglichen Stimmen. For the streets
Bei mir gibt es zwei Fälle, wie ich meine Songs schreibe. Also jeder Mensch träumt, aber bei mir gibt es manchmal diese Träume, die nur kurz dauern, wirklich. Also wirklich wie so ein Kurzfilm, so ein Musikvideo. Und irgendwie habe ich auch Wörter in meinem Kopf. Wie als hätte ich so ein ganzes Musikvideo mit Songtext und alles. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden, meine Mutter war im Wohnzimmer und das Klavier ist im Wohnzimmer. Ich habe gesagt, Mama, komm zum Klavier, ich habe einen neuen Song. Meine Mutter war so, Marco, geht's dir gut? Soll ich die Rettung rufen oder so? Nein, komm einfach mit. Ich habe mich wirklich aufs Klavier gesetzt. Ich war wirklich halb am Schlafen noch. Ich habe einfach irgendwas angefangen zu spielen, dieselbe Melodie. Meine Mutter schaut mich einfach so an, als wäre ich komplett verrückt. Und ich habe einfach diese Melodie gespielt. Und dann kam diese Melodie. Der Song heißt Remember Me. Und der hat wirklich, also ich habe den in 15 Minuten fertig geschrieben. Von 3 Uhr bis 3:15 Uhr. Ja, ich habe noch immer Auftritte und es erinnert mich ganz genau an diesen ersten Applaus, jedes Mal. Und auch bei den Sängerknaben und auch. Das ist wie so ein unbeschreibbares Gefühl. Also ich kann das wirklich nicht erklären in Worten, aber es ist wirklich eines der wunderschönsten Sachen, wenn du auf der Bühne stehst und deine Emotionen wirklich, dass du alles von dir gibst und dass Leuten das wirklich gefällt. Und dass die dieses Feedback mit diesem Klatschen geben. Fight so hard, I love you. Fight so hard, I love you.